Hallo und willkommen zu 听说 Chinesisch. Viele Chinesisch Lernende haben in der Anfangsphase Schwierigkeiten, die 7 Anlaute Z, Z, Zh, Ch, Ji, Qi, Xi voneinander zu unterscheiden. In diesem Video werde ich dir helfen, dieses Problem zu lösen. Höre bitte aufmerksam zu und sprich die Laute nach. Wir lernen zuerst die Laute richtig auszusprechen. Um dies zu schaffen, benötigen wir die folgenden 7 Artikulationsstellen. Die oberen Schneidezähne, der Zahndaum, der harte Gaumen, der weiche Gaumen, die unteren Schneidezähne, die Zungenspitze und den Zungenbrücken. Der Anlaut Z. Bei der Aussprache von Z berührt die Zungenspitze den Zahndarm und blockiert kurz den Luftstrom. Dann wird der Luftstrom durch eine kleine Öffnung gepresst, wodurch der Laut entsteht. Dieser Laut ist nicht aspiriert, das heißt, es gibt keinen hörbaren Nachluftstoß. Er klingt wie der Z im englischen Wort Kiss, aber der Verschluss wird im Chinesischen klarer ausgesprochen. Z, Z, Z. Beispiele: Zang, Zang, Zau, Zau, Zong, Zong. Der Anlaut Z. Die Artikulation ist fast gleich wie bei Z, aber Z ist aspiriert. Das bedeutet, dass ein hörbarer Luftstoß folgt. Er klingt ähnlich wie das Z im deutschen Wort Zeit, aber mit stärkeren Aspiration. Z, Z, Z. Beispiele: Zan, Zan, Zai, Zai, Zong, Zong. Der Anlaut Zh. Bei Zh wird die Zungenspitze nach oben gerollt und berührt den harten Gaumen. Der Luftstrom wird durch eine schmale Öffnung gepresst. Der Laut ist nicht aspiriert. Er klingt ähnlich wie der Zh im deutschen Wort Dschungel, aber die Zungenspitze wird stärker zurückgerollt. Zh, Zh, Zh. Beispiele: Zh, Zh, Zhu, Zhu, Zhong, Zhong. Der Anlaut Ch. Die Artikulation ist ähnlich wie bei Zh, aber Ch ist aspiriert. Er klingt ähnlich wie das Ch im englischen Wort Church. Ch, Ch, Ch. Beispiele: Ch, Ch, Chu, Chu, Chuan, Chuan. Der Anlaut Ji. Bei Ji berührt die Zungenspitze die unteren Schneidezähne. Der vordere Zungenbrücken erhebt sich in Richtung des harten Gaumens und der Luftstrom wird durch eine schmale Öffnung gepresst. Der Laut ist nicht aspiriert. Er klingt ähnlich wie das G im englischen Wort Jeans, aber die Lippen bleiben flach. Ji, Ji, Ji. Beispiele: Jia, Jia, Jiao, Jiao, Jiang, Jiang. Der Anlaut Qi. Die Artikulation ist ähnlich wie bei Ji, aber Qi ist aspiriert. Er klingt ähnlich wie das Qi im deutschen Wort Tschüss, aber die Lippen bleiben flach. Qi, Qi, Qi. Beispiele: Qiang, Qiang, Qiao, Qiao, Qia, Qia.
Der Anlaut Xi. Bei Xi liegt die Zungenspitze an den unteren Schneidezähnen und der vordere Zungenbrücken wird nach oben in Richtung des harten Gaumens bewegt. Die Luft strömt durch eine kleine Lücke, wodurch ein Reibegeräusch entsteht. Er klingt ähnlich wie das Chi im deutschen Wort Ich, wird aber weiter vorne im Mund und mit flacheren Zunge gebildet. Xi, Xi, Xi. Beispiele: Xi, Xi, Xiang, Xiang, Xiao, Xiao. Training mit einzelnen Vokabeln. Sprich bitte nach. Der Anlaut Z. Fangzhu, Fangzhu, 工作，工作，房子，房子，再见，再见。Der Anlaut C. 厕所，厕所，餐厅，餐厅，参加，参加，生词，生词。Der Anlaut Zhi. 帮助，帮助，照片，照片，知道，知道，中午，中午。Der Anlaut Ch. 厨房，厨房，吃饭，吃饭，出生，出生，商场，商场。Der Anlaut Ji. 记者，记者，教授，教授，经历，经历，姐姐，姐姐。Der Anlaut Qi. 天气，天气，起床，起床，全身，全身，对不起，对不起。Der Anlaut Xi. 星期，星期，练习，练习，旅行，旅行，高兴，高兴。Training mit Vokabelpaaren. Sprich bitte nach. Z versus Zhi. 阻力，阻力，阻力，阻力，暂时，暂时，暂时，暂时。资源，支援，资源，支援。吃 versus 吃，推辞，推迟，推辞，推迟。木材，木材，木材，木材。插手，插手，插手，插手。
鸡 versus 七，经理，经理，经理，经理，机场，机场，机场，机场，今生，今生，今生，今生，七 versus 西，清寒，心寒，清寒，心寒，抢购，抢购，抢购，抢购，枪手，相熟，枪手，相熟。Teste dein Hörvermögen. Hör bitte aufmerksam zu. 钱，钱，选，选，交，交，早，早，擦，擦，左，左。Toll gemacht! Bleibt dran und abonniert den Kanal, um noch mehr zu erfahren. Bis zum nächsten Mal. 再见!